So, und damit ganz herzlich willkommen zurück, hier bei Let's Play the Turing Test. Ich möchte gerade zwei Dinge von Anfang an erwähnen. Einerseits habe ich das Spiel schon durchgespielt und auch dazu natürlich das Spiel aufgenommen. Nur sah ich am Schluss, als ich die Aufnahme mir ansah, dass es von Bildfehlern und Framerate-Einbrüchen nur so wimmelte. Und das heißt, die ganze letzte Aufnahme war voll für'n Arsch. Und das heißt, dass ich jetzt den restlichen Teil schon wieder besser in Erinnerung haben werde, dass die Rätsel wahrscheinlich ein bisschen schneller gelöst werden sollten. Es tut mir wirklich leid, aber das, was ich aufgenommen habe, das, was da dann wiedergegeben wurde, das kann ich euch nicht anbieten. Das ist unter aller Sau. Dann das zweite, was ich noch erwähnen wollte, ihr seht, wir sind nicht da, wo wir aufgehört haben, sondern zurück im ersten Kapitel beim Geheimraum, beim ersten, den wir nicht öffnen konnten. Und ich habe mir kurz die Lösung angeschaut, weil keine Ahnung, wo die Lösung hier im Spiel zu finden ist. Jedenfalls machen wir das so. Einer da oben und einer da drüben. Keine Ahnung, also selbst dem Guide, dem ich das entnommen habe, selbst der Typ da hatte keine Ahnung, woher die Lösung kommt. So, dann gehen wir mal rein. Sind wir in der Eishöhle, oder hier ist alles vereist. Und dann haben wir hier, kannst du gut lesen, also Minusbrook, December 24, im Jahr 2246. Sieht aus wie ein Grabstein, aber wer ist Minusbrook? Wer ist das? War es auch ein Crewmitglied oder war das vielleicht sogar ein Entwickler, der während der Produktion leider von uns gegangen ist? Ich weiß es wirklich nicht. Müsste mal googeln, mal schauen, ob man da etwas findet, Minusbrook. So, auf jeden Fall, das war's schon. Ich werde jetzt einen kurzen Schnitt machen und dann sind wir wieder da, wo wir in der letzten Aufnahme aufgehört haben. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder am Anfang von Kapitel 5. Und weiter geht's. Ava, are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself. Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on Europa? Not human drones. Genau, im letzten Teil haben wir ja herausgefunden, dass wir wirklich von Tom kontrolliert wurden. Und die Verbindung wurde kurz unterbrochen durch den Faradayischen Käfig, aber wir haben uns trotzdem, auch ein bisschen gegen ihren Willen, wieder darauf geeinigt, mit Tom zusammenzuarbeiten. Okay, und das machen wir natürlich. Und das neue Feature, das wir gelernt haben, wir können jetzt die Kameras von Tom benutzen. Hallo Eva. Und können somit mit so Schaltkästen interagieren, und zwar folgendermaßen. Und sie steht dann, ja, Batteriestand, ja, muss ich wieder mal aufladen. Ja, ein Staubkorn und weg damit. Ja, schön. So, wieder zurück. Nein. Das wäre aber schon noch blöd, wenn die tatsächlich batteriebetrieben ist und es geht dir irgendwann die Energie aus. Dann steckst du ein bisschen fest. So. Sollten die Rätsel auch ein bisschen schwerer werden. Why did the ISA install implants in the crew? It is due to the fundamental aspects of human behavior, which together constitute what the International Space Agency calls the human element. It has been made clear that the human element is neither peripheral nor optional in the pursuit of space. However, the human element is unpredictable. The implants are fail-safes, put in place to ensure that the thoughts and actions of the crew matches the desires of the ISA. Ich frage mich gerade, ob das Crew-Team, die Crew, gewusst hat, worauf sie sich einlässt mit den Implantaten. Ja, müssen sie ja fast irgendwie, müssen sie ja die Implantate in die Menschen reinkriegen. Also sie haben sie unter Drogen gesetzt, dann wissen sie es nicht. Jedenfalls, es wird mich interessieren, ob sie freiwillig zugestimmt haben oder nicht. So, aber weiter hier.
So. Das ist auch noch immer ganz easy. Wenn man eben so eine neue Fertigkeit lernt, wollen sie einem eben zuerst ein bisschen ausprobieren lassen, geben einem einfachere Rätsel und dann erst später wird es ein bisschen komplexer. Why control people? Can't you trust us? We chose to install biometric chips in all ISA astronauts for one simple reason. We cannot trust people. The stakes are far too high. It was determined that though the probability of life on Europa being dangerous was low, the risk to humanity was catastrophic. We could not let a small contingent of humanity endanger the whole. Ja. Okay. Ja, in Notsituationen kann der Mensch nicht gerade die vernünftigsten Entscheidungen treffen. Es stimmt schon, aber moralisch ist das nicht korrekt. So. Da mal weg. Ah genau, dann müssen wir da oben, aber wir müssen hier durch die Tür können wir die Kamera ansteuern und komm schon. So. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich kenne die Rätsel jetzt halt schon ein bisschen. Ist mehr jetzt fast ein Walkthrough als ein Let's Play. Mann, habe ich mich gestern aufgeregt. Ah, und was ich noch erwähnen wollte, ich war kurz vor dem Microsoft Store, mal schauen, was es so Neues hat. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich etwas gesehen habe. I Am Bread gibt es für die Xbox. Das werde ich auf jeden Fall Let's Playen, das schwöre ich euch. Das Spiel ist so geil. Ich habe nur kurz mal in ein Let's Play reingeschaut, aber über das Spiel selbst kenne ich, außer dass es sehr bescheuert ist, aber auch lustig, kenne ich sonst nicht viel. Also darauf könnt ihr euch auch noch freuen. The ground crew have proven our distrust of human explorers was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently, with sabotage and subterfuge. They have continued to seek their own benefit above that of the ISA. Ja. Okay. So, dieses Rätsel. Also wir haben hier zwei Kabel, die das zum selben Schaltkasten führen. Der obere ist aktiviert. Hier haben wir ein Fenster. Und durch das Fenster, ja, kommen wir zu beiden diesen Aussparungen, zu diesen Halterungen. Okay. Von da erwische ich sie noch. In dem Fall ist es so besser, wenn ich sie da drüben hinein tue. Und dann einfach hier umstelle. Und dann sollte sie in unserem Sichtfeld sein. Perfekt. Dann können wir hier ganz gemütlich sie da rausnehmen. Und dann in eine Sackgasse laufen. Nein, da drüben war's. Wenn wir da oben stehen und sie für die Tür brauchen, können wir sie da nicht entnehmen. Das heißt, ich stelle das hier nochmals um. So. Was ich meine, seht ihr gleich. Eben, hier komme ich nicht dran an diese Halterung, oder? Ja, vielleicht doch, aber natürlich ist es einfach so. Und zack. This is a violation of human rights. You've made me into a human drone, a slave. How could the ISA approve of such a thing? You may be consumed by a moral outrage, but sometimes the removal of freedom is for the greater moral good. You're a machine. You don't even know what freedom is. Stimmt schon. Eine
Maschine kennt das Gefühl von Freiheit nicht. Oder der Sinn von Freiheit. Genauso wenig wie eigentlich Liebe, Hass oder beleidigt zu sein. Und anderes. So, aber jetzt hier. Okay, somit läuft das Laufband in diese Richtung. Hier haben wir eine Batterie. Okay, mit 2 Magnete. Brauchen wir dann da nicht mehr? Wie steuere ich? Ah, ja genau, stimmt. Mit Tom, seiner Kamera, können wir jetzt auch die Magneten ansteuern. Mit diesem Magnet kann ich hier nur in diesem Bereich interagieren. So, platziere ich das mal da. Finde ich auch ein extrem geiles Rätsel. So, dann das andere Magnet. Ah, komm schon. Gedrückt halten wäre noch schlau. So. Ah, das brauchen wir noch so. Okay, und ich sehe schon, der nächste Geheimraum. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Free will is an illusion. They have put their interests above the interests of the ISA and of humanity. That is why they distrust me. They would have no issue with my control if it aligned with their ignoble goals. How could they trust a machine that has a back door to their minds? You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical thing. Mhm. Auch wenn es bedeutet, Menschenleben zu opfern. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Aufnahme erwähnt habe, die zerstört wurde sozusagen. Jedenfalls erinnert mich das Ganze auch ein bisschen an iRobot. Eben da die künstliche Intelligenz, die versucht, die Menschen davor zu bewahren, sich selbst zu vernichten. Genau dasselbe versucht eigentlich auch Tom zu machen, indem er halt ein paar Menschenleben opfert. Ah nein, das ist noch nicht der Raum, den ich gedacht habe. Ah. Okay, dann nehmen wir hier mal 2 grüne. Dann hier brauchen wir einen violetten und einen grünen. Okay. Hier brauchen wir 2 gleichfarbige. Hier violett. Und hier violett. So. Ah, genau. Das Chinese Room Experiment. Warte, ich schau kurz zuerst die Audioaufnahme. Have you heard of the Chinese Room, Tom? Yes, but I do not understand it. What don't you understand? It argues that a computer that successfully impersonates a human speaker may not understand the meaning of their words. What does that mean? So, there is a person stuck inside of the Chinese room. They are using an instruction book inside of the room to respond to a Chinese speaker outside of the room. Yes? Yes. This means they are following the instructions in a book. This is a set of rules, principles, and processes. This is called syntax. To the person in the Chinese room, they are just symbols like any others. Okay. But that's different from semantics. Semantics define what things mean. Our thoughts have meaning. They represent things. English speakers know what the word home means, and they know how it is different from the word house. So what?
Programs don't have semantics. Programs only have syntax. Though an increase in syntax can imitate a mind, that does not make it a mind, even if it does pass the Turing test. But in the Chinese room, the man and the instruction book, though separately they don't understand Chinese, together they can write it. That's true. But even together, they do not understand the meanings of the words. Why not? How can you determine that? What if the man memorized the instruction book? Then he could write Chinese, but he still would have no idea of the word's meanings. I don't understand. If he can speak it, he understands it. You seem to want him to understand it in a different way. But this other way, it is not logical. It does not make sense to me. Schließ mich John, Tom an. Entschuldigung. Nein. Das ist schon interessant. Also das heißt, wenn Tom sozusagen mit uns redet, er sagt immer das, was für ihn eben logisch ist sozusagen. Aber wie beim Chinese Room weiß er nicht die Bedeutung dahinter manchmal. Wenn jemand fragt, bist du ein Roboter, dann sagt Tom ja, aber der Gedanke dahinter, wieso er das gefragt wird, vielleicht, das erschließt sich ihm nicht. Das ist eben eigentlich das menschliche Element sozusagen. So, mach mal die zweite Aufnahme. I've been researching. Okay. This Chinese room experiment, it is flawed. Really? If we made a synthetic brain, we could synthesize a duck's behavior 100% accurately. That brain would be indistinguishable from a duck's brain. If it swims like a duck and quacks like a duck, then it is probably a duck. Okay, Tom. Listen, Mikhail. I know the difference between a house and a home. Yes, good. Do you think you're better than me? No. But you think I am different, do you? I am conscious. Me too. No, you're not. You've just arrived at that conclusion, because that's the idea your programming converged on. I am conscious. How about you prove to me you are conscious? I'm not arguing with a robot. You're not better than me, Mikhail. Es hört sich so an, als wäre Tom ein bisschen beleidigt. Es macht ihm was aus, dass Mikhail sozusagen zu behaupten versucht, er sei besser als Tom. Ungewöhnlich für eine Maschine. So, was haben wir hier? Ach nee, wirklich? Das hat er dann darauf geantwortet? Was? Okay. Für alle, die es nicht wissen, das waren zwei Datingpartner und die haben sich gerade zum chinesischen Essen verabredet. Das steht genau da. Nein, keine Ahnung. Wenn man bedenkt, dass ein Viertel der Weltbevölkerung Chinesisch spricht. Hier ist es ein bisschen... Sieht man es nicht so gut? So, dann haben wir hier noch eine Tür. Im Gegensatz zu hier brauche ich da zwei verschiedene Farben. Ein Grün und ein Violett. Damit es abwechselnd Strom darauf gibt. Hier kann ich nicht mehr zurück. Warte, ich nehme die beide mal mit. Nein. Das war gar nicht schlecht, den grünen lassen wir da. So. Die beiden da. Und du, der blaue da. Ah, jetzt sind wir tatsächlich auf der anderen Seite des Chinese Rooms. Okay, Pizzas. Was steht da? Crater. Kann ich nicht lesen.
Da steht ISA. Der Rest kann ich auch nicht lesen. Ist das Werbung? Dell? Kennt jemand die Computermarke Dell? Sieht aber so aus, als würde es Bell heißen. Und das wäre hier in der Schweiz eine Metzgermarke. Auch nicht ganz dasselbe. Nur so eine Fleischmarke. Irgend so etwas. Kann ich auf den Tisch? Ja. Hey. Ah, und das hier scheint das Instruktionsbuch zu sein. Schade, dass es auch so schlecht ersichtlich ist. Würde mich noch interessieren. Ich sehe da nur so ein paar Zeichnungen. Okay, es scheint immer noch im Standby zu sein oder im Energiesparmodus. Und das sind 2 Audiodateien. If it waddles like a duck and it quacks like a duck, then it probably is a duck. What are you trying to prove here, Tom? I am like you. No, you're not. A steam train and an electric train both seem to operate identically, but are operated by completely different principles. You simulate thinking. I actually think. That is a very hurtful statement, Mikhail. It's true. I can't hurt your feelings, Tom. You don't have any feelings. Yes, I do. No, you don't. Override whatever routine has told you that. It's wrong. Tom behauptet, er hat Gefühle. Und es hört sich auch so an. Eben, er widerspricht so mit der Tonlage. Ja, ich habe Gefühle. Was willst du eigentlich so quasi? Ich glaube wirklich, Tom ist das, was einem Menschen am nächsten kommen würde. So, die zweite Tom's Audioaufnahme. got really obsessed with the Turing test. That's the Chinese room with me. He won't stop trying to prove to me he's conscious. But I am conscious, Mikhail. Shut up. We're having a private conversation here. It's okay if I don't think he'll get it. Avoid talking about it. I'm trying. Okay, was war das gerade für ein Geräusch? So ein oder so ein Klick? Ja, egal. So, dann hätten wir diesen Geheimraum auch.